Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful and rich epistle Peter has given us, huh? Was für einen schönen und reichen Brief uns Petrus hier gegeben hat. I think it is very, very, very precious. Ich denke, er ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Now, let us continue. Lasst uns nun fortfahren. Here is what Peter is trying to convey to us. Folgendes versucht Petrus uns hier zu vermitteln. That the power that happens with the resurrection of death is something that we have to be reminded of all the time. Die Kraft, die mit der Auferstehung Jesu einhergeht, ist etwas, woran wir immer wieder erinnert werden müssen. That's where our living hope rests in. Darin liegt unsere lebendige Hoffnung. It's interesting that Peter said that, and yet he was one of the ones who doubted the resurrection. Es ist interessant, dass Petrus das gesagt hat, obwohl er einer derjenigen war, die an der Auferstehung zweifelten. Remember when the women said he's risen? Peter didn't believe that. Erinnerst du dich, als die Frauen sagten, er sei auferstanden? Hat Petrus das nicht geglaubt? On the road to Emmaus, there was doubt. Auf dem Weg nach Emmaus gab es Zweifel. But then they locked the door because they're afraid of the Jews, because they didn't believe what Jesus said that he would rise. Dann verschlossen sie die Tür, weil sie Angst vor den Juden hatten, denn sie glaubten nicht, was Jesus sagte, dass er aufstehen würde. But the one who doubted the resurrection now understands the power of the resurrection. Aber derjenige, der daran gezweifelt hat, dass es eine Auferstehung gibt, verstand jetzt die Kraft der Auferstehung. So take hope, my dear friend. Hab also Hoffnung, mein lieber Freund. Maybe there's some things you doubt today. Vielleicht gibt es Dinge, an denen du heute zweifelst. You will keep walking with Jesus and you will come to an understanding of things that you doubt today. Geh weiter mit Jesus und du wirst Dinge verstehen lernen, an denen du heute zweifelst. That's how life goes. We keep learning and learning and learning and learning. So ist das Leben nun einmal. Wir lernen und lernen und lernen und lernen. Now he talks about something very beautiful. Jetzt spricht er über etwas sehr Schönes. We are reborn into a perfect inheritance. Wir sind wiedergeboren zu einem vollkommenen Erbe. Now, a lot has been talked about the inheritance that we as Christians have. Es ist viel über das Erbe gesprochen worden, das wir als Christen haben. You know, and people have asked me a lot, Reinhard, what is our inheritance? Leute haben mich gefragt, Reinhard, was ist unser Erbe? And I tell you, I don't think inheritance can be summed up just with one word. Ich persönlich denke nicht, dass wir das Erbe mit einem Wort zusammenfassen können. And I will tell you why. Ich sage dir auch warum. Because I believe our inheritance is way bigger than just now or just in heaven. Ich denke, dass unser Erbe viel größer ist, als dass wir es nur auf das Jetzt oder nur auf den Himmel beziehen können. And the Bible actually talks about all of this. Und die Bibel spricht tatsächlich über all das. You know, the Bible talks about an inheritance that we will have one day, and that's what he talks about here too. Die Bibel spricht von einem Erbe, das wir eines Tages haben werden. Genau darüber spricht auch Petrus hier. But again, unfortunately, many Christians have only limited their inheritance to one day in heaven. Aber auch hier haben leider wieder viele Christen ihr Erbe nur auf die Tage im Himmel beschränkt. And other Christians seem to live like the inheritance is only here on earth. Andere Christen scheinen so zu leben, als gäbe es das Erbe nur hier auf Erden. You know, they live as if everything is on these few decades that we spent here on earth. Sie leben so, als ob sich alles auf diese wenigen Jahrzehnte beschränkt, die wir hier auf der Erde verbringen. In my understanding, both views are unbiblical. Nach meinem Verständnis sind beide Ansichten unbiblisch. Why? Warum? Because I have been given an inheritance that I can access today. Weil ich ein Erbe erhalten habe, auf das ich schon heute zugreifen kann. Do you know, in the story of what we call the prodigal son, Erinnere dich an die Geschichte vom verlorenen Sohn, which I prefer to call the story of the extravagant loving father. die ich lieber die Geschichte vom verschwenderisch liebenden Vater nenne. And I understand it's a parable for sure. Ich verstehe, dass es ganz klar ein Gleichnis ist. So a parable is not a truth. A parable shows a truth. Ein Gleichnis ist also keine Wahrheit, ein Gleichnis zeigt eine Wahrheit. In fact, many times it shows several truths. Genau genommen zeigt es oft mehrere Wahrheiten. Now, here's what I think the parable wants to tell us, except
apart from the incredible Father that we have. Ich denke, das Gleichnis will uns abgesehen von dem besonderen Vater, den wir haben, noch etwas anderes sagen. That we also have an inheritance that we can grab hold of right now. Nämlich, dass wir auch ein Erbe haben, das wir jetzt schon ergreifen, antreten können. Look, Schau, when the son came to the father and said, "Give me my share of the inheritance," the father didn't say to him, "No, no, 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 not now, one day when I die." als der Sohn zum Vater kam und sagte, gib mir meinen Anteil am Erbe, sagte der Vater nicht zu ihm, nein, 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 nicht jetzt, eines Tages, wenn ich sterbe. What did the father do? Was hat der Vater getan? The father shared him his inheritance. Der Vater teilte ihm sein Erbe zu. Now, remember, Erinnere dich, the older brother lived with the father der ältere Bruder, der beim Vater lebte, and he did not ever experience the inheritance. hat sein Erbe nie angetreten, nie erlebt. Because some preachers have taught from this parable Einige Prediger haben aus diesem Gleichnis gelehrt, that what the young guy did was very, very bad. dass das, was der junge Mann tat, sehr, sehr schlecht war. By saying, "I want my inheritance," Indem er sagte, ich will mein Erbe, he basically was saying sagte er im Grunde genommen, that I wish you dead, Father. ich wünschte, du wärst tot, Vater. I don't believe that. Das glaube ich nicht. I tell you why I don't believe that. Ich sage dir, warum ich das nicht so verstehe. Because then the father, first of all, would have not given him the inheritance. Erstens hätte ihm der Vater das Erbe nicht gegeben, But I believe that I also don't believe it from another point of view. aber ich glaube es auch aus einem anderen Blickwinkel her nicht so. What's the other point of view? Was ist die andere Sichtweise? When the older son complained, Als der ältere Sohn sich beschwerte and when he said, "Father, you have never given me even an animal to kill and celebrate with my friend," und sagte, Vater, du hast mir nie auch nur ein Tier gegeben, um es zu töten und mit meinen Freunden zu feiern. what was the father's response? Was war die Antwort des Vaters? He said, "Son, everything that I have is yours." Er sagte, Sohn, alles, was ich habe, gehört dir. You see, so right there we see that the inheritance already belonged to the son. He just never grabbed it. Genau hier sehen wir, dass das Erbe bereits dem Sohn gehörte. Er hat es nur nie ergriffen. And I think when we teach about that parable, many times we've ignored the fact that the parable also says that you have an inheritance that you are allowed to take whenever you want to. Ich denke, wenn wir über dieses Gleichnis lehren, haben wir oft die Tatsache ignoriert, dass das Gleichnis unter anderem aussagt, dass du ein Erbe hast und du die Erlaubnis hast, es dir zu nehmen, wann immer du willst. Now, we will learn more about this inheritance Wir werden mehr über dieses Erbe erfahren, because the time is already gone. aber die Zeit ist schon vorbei. That's why we'll talk more next time. Deshalb werden wir beim nächsten Mal mehr darüber sprechen.